Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Reihe zu Serveradministration, Blue Team Security auf dem Server, Firewalling, OpenSense, alles eigentlich, ja. Heute wollen wir nämlich ein wichtiges Thema behandeln und zwar, wie ihr eurer OpenSense einen VPN verpasst. Das Ganze will ich mal ganz kurz motivieren, denn wir haben ja jetzt hier OpenSense ganz einfach über eine Domain verfügbar gemacht, für uns alle, ja. Das heißt, jeder, der jetzt gerade dieses Video guckt, oder auch schon beziehungsweise davor geguckt hat, wenn ich damit fertig bin, am besten nicht mehr, kann auf opensense.the-morpheus.bits einfach so zugreifen. Auch wenn man die IP hat, kann man einfach so auf die OpenSense zugreifen. Und das kann eine Sicherheitsproblematik darstellen, denn über OpenSense möchte ich ja jeglichen Traffic waschen und wir sehen auch hier schon, OpenSense, gut, momentan nicht so sehr, aber frisst schon ordentlich Leistung und wenn ich da wirklich eine produktive Website hinten dran habe, dann würde die noch sehr viel mehr Leistung fressen, weil der Traffic ja gewaschen werden muss. Und wenn es da wirklich sehr, sehr viel Traffic kommt, den ich waschen muss am Ende, der vielleicht auch einfach, ja, gar nicht auf die eigentliche Domain geht, sondern auf OpenSense selbst und dort vielleicht Dinge tun möchte oder es versucht sich jemand in OpenSense einzuloggen, der eigentlich gar nicht autorisiert ist oder, ja. Warum braucht irgendjemand aus dem Internet Zugriff auf OpenSense? Warum? Das ist eine Frage, die man sich bei allen Diensten stellen sollte. Warum muss das über das Internet erreichbar sein? Klar, eine Website muss über das Internet erreichbar sein, aber muss zum Beispiel eine Nextcloud über das öffentliche Internet erreichbar sein? Oder kann ich da vielleicht einen VPN einrichten, der dann eben eine zusätzliche Authentifikation und Autorisation quasi darstellt? Ja. Im Endeffekt, was ich hier mache, ist, ich lege noch eine Schicht Authentifikation obendrauf. Und dadurch, wenn ein Angreifer jetzt zum Beispiel eine Sicherheitslücke in OpenSense, eine Zero-Day-Schwachstelle in OpenSense ausnutzen möchte, dann muss er sich trotzdem zuerst in mein VPN einwählen, was er normalerweise nicht kann. Er müsste also 2 Zero-Day-Schwachstellen haben für OpenSense und für VPN, um irgendwas überhaupt machen zu können. Es ist also wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das machbar ist. Und deswegen packen wir alles, was wir nicht öffentlich verfügbar haben müssen, hinter eine Firewall, beziehungsweise hinter einen VPN und eine Firewall im besten Fall. Und genau das möchte ich heute mit euch machen. Kurzer Disclaimer allerdings an der Stelle, wir werden hier in diesem Video nur den VPN einrichten wahrscheinlich und nicht alles komplett fertig machen, weil da schon ein paar Schritte hinten dran noch hängen. Okay. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kernen und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! So, viel geredet, wir starten und zwar gehen wir als allererstes auf VPN, hättet ihr euch nicht denken können. Wir haben jetzt hier zwei Optionen, einmal IPsec, also IP, die verschlüsselte Variante davon, habe ich sogar ein Tutorial dazu gemacht, zu dem theoretischen Format oder dem theoretischen Protokoll hinter IPsec und zu OpenVPN. Ich glaube, da habe ich auch was dazu gemacht. Wir nehmen OpenVPN, weil IPsec relativ kompliziert zum Setupen ist. Was ihr hier nicht seht, sind WireGuard oder ist vor allem WireGuard, was vielleicht manche von euch vermissen könnten. Es gibt Plugins für OpenSense, für WireGuard, die haben aber ein paar Limitierungen, die nicht ganz so angenehm sind. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr einen neuen Client anlegt, dann resettet sich die komplette Netzwerkverbindung für alle Clients. Das ist ein bisschen doof. Deswegen würde ich das jetzt hier nicht unbedingt empfehlen. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Aber OpenVPN ist auch wunderbar, kann man hier wunderbar benutzen. Und deswegen gehen wir hier als allererstes mal auf Servers. Wir könnten jetzt hier einfach über das Plus alles von Hand anlegen. Ich kann das nur bedingt empfehlen. Wir machen das hier nämlich über den Setup Wizard. Und der fragt uns dann einfach komplett durch, was wir haben wollen. So. Type of Server, ja, das ist quasi, also erstmal Authentication Backend Type heißt so viel wie Authentifikation fürs Backend. Und hier haben wir die Möglichkeit zwischen Local User Access
Das ist das, was ihr standardmäßig haben wollt. Also das ist einfach, der User kann sich halt einloggen auf euren Server, während ihr auch für ein Backend mehrere Login-Möglichkeiten habt. Das sind zwei sehr coole Protokolle, LDAP und Radius. Radius wird hauptsächlich bei Universitäten eingesetzt, LDAP hingegen, ich glaube, viel bei Unternehmen, teilweise auch eigentlich auch sehr weit verbreitet. Das heißt, das sind Protokolle, mit denen man sich insgesamt überall einloggen könnte. Aber normalerweise haben wir hier eher ein Local User Access. Also hier steht es auch unten drunter, wenn man sich nicht sicher ist, einfach auf dem Local User Access lassen. So, jetzt brauchen wir hier eine neue Certificate Authority, die uns quasi das ausstellt, was wir haben wollen. Da sagen wir hier OpenSense CA dazu. Also in meinem Fall nenne ich sie jetzt einfach mal OpenSense CA. Ich mache das zusammen. Und ja, das spricht eigentlich dafür, wir wollen eine CA erstellen, eine Certificate Authority, und sie liegt in der OpenSense. Ja, deswegen der Name ist, glaube ich, descriptive. Ich würde hier ganz gerne die Keylänge auf 4096 hochstellen. Das kann man aber, naja, muss man nicht unbedingt machen. Aber ich finde grundsätzlich, dass 4096 heutzutage schon Standard sein könnten. Aber es dauert ein bisschen länger, wenn man 4096-Bit nutzt. So. Lifetime der Keys ist im Endeffekt in Tagen gerechnet und die Standards hier kann man durchaus lassen. Country Code lassen wir auf DE, beziehungsweise setzen wir auf DE. Hier steht es auch unten drunter. 2 Letter ISO Country Code, DE ist Deutschland. Gibt es aber auch noch natürlich andere, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade nicht in Deutschland seid. State oder Provinz kann man hier eingeben, muss man nicht. Wir machen jetzt einfach mal meine Provinz daraus. Provinz, das habe ich sicher falsch geschrieben. Das sieht irgendwie seltsam aus. Liegt vielleicht daran, dass ich das Wort so selten benutze. Naja, okay. Die Stadt nennen wir jetzt einfach mal meine Stadt. Und die Organisation ist The Morpheus Bits. Oder The Morpheus Tutorials ist besser. Nein, wobei, das haben wir schon. The Morpheus oder so, genau. So, wir machen hier einmal die Kontakt-E-Mail-Adresse hin, der-morpheus.bits, und damit haben wir eigentlich auch schon eine neue CA erschaffen. So, diese CA kann jetzt Zertifikate erstellen und die dann weitergeben. Das heißt, die unterschreiben jetzt quasi, dass eure Verschlüsselung gültig ist, und dementsprechend können wir hier auch also wir sind jetzt quasi eine Autorität, die selbst Schlüssel ausstellen kann, ja. Wir kennen CAs vielleicht von, ich gehe mal kurz hier auf das Zertifikat von unserer OpenSense. Wir sehen zum Beispiel hier, das Zertifikat hier wurde ausgestellt für explizit nur OpenSense.the-morpheus.bits, und wir sehen hier, dass der Zertifizierungspfad die R3 quasi oben drüber über uns hat und dann die ISRG Root X1. So, was wir jetzt also haben, ist im Endeffekt, also alle Menschen, die einen PC besitzen, haben, oder viele zumindest, haben wahrscheinlich dieses ISRG Root Zertifikat drin. Das ist nämlich eine Root CA, das ist eine von den größten, ja. Und davon gibt es nur eine Handvoll. Und die wiederum können Zertifikate ausstellen für R3. Und denen vertrauen wir dann auch, weil wir vertrauen ja denen da. So, R3 hat uns jetzt wiederum ein Zertifikat auf OpenSense ausgestellt, und wir vertrauen ja R3 schon, weil wir ja Root vertrauen, also vertrauen wir auch dem OpenSense-Zertifikat. Cool. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen, hey, mit diesem Zertifikat, also es muss nicht das sein, wir können auch das selbst signierte haben, aber wir haben ein richtiges Zertifikat. Mit diesem Zertifikat können wir doch hier auch selbst Zertifikate ausschreiben. Das heißt, hier unten drunter geht es dann weiter. Und denen vertraut man dann auch, weil man vertraut ja im Endeffekt dem Root-Zertifikat. Und so kann man das dann im Endeffekt überprüfen. Also, was wir machen, ist Folgendes. Wir wollen hier ein neues Zertifikat also wir vertrauen diesem Zertifikat. Das ist aber tatsächlich schon in Benutzung für unsere Domain. Also brauchen wir logischerweise ein neues Zertifikat. Wir gehen also hier auf Add a Server Certificate und wir nennen das einfach mal VPN Cert. Ja, damit wissen wir, was das eigentlich ist. Legen hier unsere Schlüsselgröße auf 4096-Bit und sagen hier, das Ding ist ein Jahr gültig. Beziehungsweise es ist eigentlich länger als ein Jahr. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeitmessung 397 Tage ein Jahr sind, aber das ist der Standard, den können wir ruhig drin lassen. Country Code ist weiterhin DE und State oder Provinz ist my Provinz oder so. Nein, halt meine Provinz haben wir es genannt. City ist meine Stadt oder meine Hood,
könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Organization ist the Morpheus Tuts oder so. Haben wir, glaube ich, so genannt. Und E-Mail nehmen wir immer noch die Kontakt at the-morpheus.bits. Okay, wir createn also oder wir erstellen unser Server-Zertifikat und das wird dann automatisch genutzt. Und ja, damit haben wir quasi eine richtige CA erschaffen. Also, die im Endeffekt Zertifikate ausstellen kann, die wir halt benutzen. So. Wir haben hier einmal den VPN, das Setup für VPN, das ist jetzt ein bisschen länglicher. So. Also was passiert hier? Wir haben erstmal das Interface, für das wir das ausstellen können. Wir lassen hier das Ganze auf Any. Das heißt, man kann sich mit dem VPN aus jedem Netzwerk oder von jedem Netzwerk verbinden. Das heißt, egal ob man jetzt der Server bzw. das VLAN ist oder ob man das WAN ist, man kann sich trotzdem mit diesem VPN hier verbinden. In den meisten Fällen wird man halt nicht im VLAN drin sein. Wenn man schon im VLAN drin ist, braucht man eh keinen VPN mehr. Deswegen ist es eigentlich das WAN, das wir hier haben wollen. Und Protokoll lassen wir auf UDP. Das heißt, es ist quasi der Standard. Wir können das auf TCP stellen, das würde ich allerdings nur bedingt empfehlen. Der Standard für OpenVPN ist halt einfach UDP. So, dann der Port. Der Standardport für OpenVPN ist 1194. Das ist so, wenn man den benutzt, dann muss man als Client keinen besonderen Port angeben, um sich zu verbinden. Deswegen nehme ich auch den Standardport, sollte hier auch nichts irgendwie wehtun. Und eine Beschreibung. Wir können mehrere VPNs erstellen grundsätzlich, deswegen würde ich hier mal sagen Main VPN oder sowas. Ihr könnt zum Beispiel hier verschiedene Verbindungen drin haben, die ihr dann noch eigens limitieren könnt. Ihr könnt hier zum Beispiel einen VPN haben, hier zum Beispiel als Beispiel Remote Technical Staff. Ja? Das heißt, die Leute, die zum Beispiel eine VM verwalten dürfen. Das heißt, ihr legt hier einen VPN an, mit dem sich die Leute verbinden können, die diese eine VM verwalten können. Und dann könnt ihr bei der Firewall sagen, die dürfen auch nur auf diese eine VM zugreifen. Das könnt ihr alles machen. Je nachdem, wie groß euer Setup ist, kann man da richtig detailliert die Settings anpassen. Und am Ende muss man nur einen User hinzufügen und schon hat man eine Möglichkeit. So, aber wir brauchen erstmal nur ein VPN. Vielleicht können wir das dann noch zeigen, wie man das mit mehreren machen kann. Und haben hier Cryptographic Settings unten drunter. Wir nehmen natürlich TLS mit. Wir generieren uns neue TLS-Keys. Wir nehmen hier AES. Wir wollen 256 GCM haben. Da gibt es tausende Videos dazu, beziehungsweise von mir auch ein paar, die wir hier nicht weiter besprechen wollen. AES, gute Verschlüsselung. 128 ist die Schlüssellänge, bisschen kurz, deswegen gehen wir auf 256. Die 192 ist auch ein bisschen kurz. Und CBC gab es einen Angriff dazu. Deswegen wollen wir hier GCM haben, da ist es. So, SHA-1 auch nicht zu empfehlen. Wir nehmen SHA-3 512, können wir machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist quasi die Authentication Method dahinter. Ja, nehmt einfach da. Es tut mir sehr leid, meine Aufnahme ist gerade abgeschmiert. Macht aber nichts, wir machen da weiter, wo wir vorher waren. Und zwar, wir hatten hier oben die Krypto-Settings eingestellt und wollen jetzt zu den Tunnel-Settings kommen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn wir müssen hier die Tunnel Networks einstellen. Und dazu habe ich hier mal nochmal ganz kurz dieses Ding hier aufgemacht. Zur Erinnerung, wir haben eine einzige öffentliche IPv4-Adresse, die hier auf Proxmox liegt und die im Endeffekt alles durchroutet. Aber wir gehen dann her und benutzen diese Brücke hier und haben schon dann ein internes Netzwerk. Das heißt, die OPNsense hat gar keine öffentliche IPv4-Adresse, macht aber auch in dem Sinne keinen Unterschied. Was wir allerdings haben, ist eine öffentliche IPv6-Adresse und wir können natürlich damit sogar Spaß haben mit dieser IPv6-Adresse. Wir gucken uns deswegen einmal folgende Situation an. Wir wollen erstmal das lokale Netzwerk definieren. Wir machen das zuerst, damit ich euch zeigen kann, was genau eigentlich alles zu unserem Netzwerk dazugehört. Also das heißt, unser IPv4 lokales Netzwerk, das können wir im Endeffekt so wählen, wie wir wollen. Und alles, was wir in dieses lokale Netzwerk packen, ist dann am Ende erreichbar von den Clients.
Mal ganz kurz, was will ich denn, dass von meinen Clients alles erreichbar ist? Naja, Proxmox ist so oder so erreichbar, aber es geht mir um die virtuellen Maschinen innerhalb von Proxmox, zum Beispiel unsere Debian-Website und natürlich OpenSense. Das soll alles erreichbar sein für die Clients. In unserem ersten Setup werden wir alles erreichbar machen, also für die Clients. Das heißt, jede virtuelle Maschine hier wird über jedes VLAN ansprechbar sein, inklusive OpenSense. Wir machen einfach alles und danach machen wir Settings, okay? Und das heißt, wir müssen, also Proxmox ist sowieso gegeben, das ist öffentlich, und OpenSense, da tunneln wir uns quasi rein. Jetzt haben wir hier bei OpenSense für das VLAN, also wir müssen uns vorstellen, wir sind quasi jetzt in demselben Netz, oder wir wollen in dasselbe Netzwerk wie das VLAN 111 und potenziell das VLAN 112, 113 und so weiter und so fort. Wir wissen ja nicht, wie groß das Ding wird. So, unsere IPv4-Adresse für dieses VLAN ist 10.2.111.1. Die nächste wäre 10.2.111.2 und so weiter und so fort. Was wir jetzt mit diesem VLAN anstellen wollen, beziehungsweise mit der virtuellen Maschine, ist nicht mehr unsere Sorge. Aber wir wissen, diese beiden hier hinten, die müssen egal sein. Ja? Das heißt, 10.2 ist auf jeden Fall fest und danach muss es variabel sein. Wir wollen ja auch auf 255.1 zugreifen können, okay? Und demnach müssen wir hier als unser lokales Netzwerk ein 10.2 Netz haben und danach muss alles variabel sein, also .x sozusagen. Wir wissen nicht, was x ist. Also was wir machen ist, wir sagen hier .0.0 und sagen hier, wir wollen das Ganze in einem 16er Netz haben. 16 bedeutet, die ersten zwei Blöcke im IPv4-Netz sind festgelegt, also 10.2 und 00 ist nicht festgelegt. Also da kann ich alles reinstecken. Diese 16 ist quasi unsere Maske, wo wir sagen, hey, nur das da vorne ist wichtig. Das kennen wir mittlerweile. So, dasselbe machen wir jetzt auch sozusagen mit unserem IPv6-Netzwerk, nur dass wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen, denn IPv6 ist ja erstmal, naja, wir haben halt ein Netzwerk, das wir hier verwenden können, das ist ein 64er-Subnetz. Das heißt, wenn wir uns das nochmal genauer angucken, hier, wir haben unser Netzwerkgerät hier hat für Proxmox 2A01, 4F9, 6B, 3503 und dann ABCD11. Ja, das ist die IP-Adresse von unserem Proxmox. Und OpenSense hat die IP-Adresse ABCD1337 am Ende. Und im Endeffekt, wir wollen hier auch das VLAN erreichen. Wir wollen auch die 111.1 erreichen. Wir wollen alles erreichen können als Clients. Wie gesagt, erstes Setup. Was wir also machen ist, wir nehmen einfach das komplette 64er-Subnetz und sagen, hey ja, wir wollen einfach alles erreichen können. Das heißt, wir machen hier einmal nehmen uns das mit, machen hier noch einen Doppelpunkt hinten dran. Wir wollen quasi nur, dass der Teil hier vorne fest ist und danach ist uns völlig egal. Doppel-Doppel oder Doppelpunkt-Doppelpunkt steht für alles mit Nullen auffüllen. Das heißt, die aktuelle IPv6-Adresse, die wir erreichen können, ist 2A01, 4F9, 6B, 3503, 000 und so weiter. Wir wollen aber natürlich das ganze Subnetz erreichen können, und zwar das gesamte 64er-Subnetz. Das heißt, wir sagen hier /64 hinten dran. Gut, jetzt brauchen wir aber noch das Tunnel Network. Und das ist im Endeffekt für die Privatkommunikation zwischen Server und Client. Und ja, sollte Teil des Ganzen sein. Das heißt, wir sagen hier einfach, wir wollen einen Bereich festlegen, den wir nicht anders brauchen für unsere Clients, die Clients quasi bekommen, ja, als IP-Adressen. Das heißt, wie viele Clients wollen wir denn haben? Naja, wie wäre es denn, also ich nehme jetzt mal nicht an, dass in diesem Setup mehr als 250 Clients da drin sind, ja. Was wir also machen ist, wir weisen einfach ein 24er-Subnetz zu und sagen, hey, die kriegen alle eine IPv4-Adresse in diesem Subnetz. Und wenn halt zu viele Clients drin sind, dann können wir nicht mehr. Mehr als 250 oder 254 können wir nicht, 255 können wir nicht nehmen. Was wir also machen ist, wir nehmen die 10.2 und hier können wir uns jetzt was aussuchen. Wie gesagt, uns gehört oder wir benutzen 10.2 hinten dran. Das ist normalerweise die ID von unserem VLAN. Hier können wir einfach eine ID auswählen und sagen, hey, die 42, das ist immer für meine Clients. Und da hinten dran ist quasi ein X, also das ist das, was am Ende den Client identifiziert. Das heißt von 0, 1, 2, 3, 4 bis hin zu 255. Ja? Das sind die IP-Adressen, die unsere Clients bekommen. Und das heißt, wir sagen hier 0 und wollen aber in diesem Fall kein 16er-Netz, weil sonst wäre auch die 42 hier vergeben.
sondern wir wollen 24er Subnetz haben. Und bekommen dann im Endeffekt als Client immer eine IP-Adresse, die mit 10.242 anfängt und hier hinten wird einfach durchnummeriert. So, jetzt IPv6 können wir natürlich genauso machen. Wir können aber auch ganz einfach sagen, hey, wir nehmen ein 80er Subnetz, mit denen haben wir bei Proxmox auch schon angefangen rumzuhantieren. 64er Subnetz haben wir leider nicht zur Verfügung, sonst kommen wir hier in Kollision mit den IPs, die wir schon vergeben haben. Das heißt, das ganze 64er Subnetz geht natürlich nicht. Aber wir nehmen hier einfach ein 80er Subnetz, damit haben wir auch schon häufiger mal, was gemacht. Ja? Also wir weisen zum Beispiel auch hier in den VLANen, glaube ich, ein 80er Subnetz zu, wenn ich mich da nicht vertan habe. Genau. Und also hier machen wir es im Endeffekt, wir definieren uns einen Block vorne dran, der eben dieses 80er Subnetz identifiziert, in dem die Clients durchnummeriert werden. Ich habe mich hier einfach mal für AAAA entschieden, ihr könnt aber benutzen, was ihr wollt. Also ihr könnt auch ABCD könnt ihr nicht benutzen, das ist schon vergeben, das ist das hier. Ihr könnt aber DAD benutzen oder Beef oder 1111 oder was auch immer ihr euch aussuchen wollt. Ja? Das ist einfach nur, um die Clients in einem eigenen Subnetz zu halten, damit da drin die IPs vergeben werden. Das ist jetzt quasi das, was vergeben ist. Okay, so, das waren jetzt die beiden hier. Das war schon relativ viel Erklärung. Ich hoffe, ihr kommt mit. Es ist nicht ganz so ohne, wenn man neu in dem ganzen Bereich ist, das weiß ich absolut. So, IPv4 Remote Network brauchen wir in dem Fall nicht. Das wäre für Site-to-Site-VPNs und die sind mehr als ein eigenes Video. Genauso IPv6 Remote Network ist genau dasselbe, nur mit IPv6. Concurrent Connections, hier können wir quasi die Anzahl an Clients definieren, die wir erlauben wollen, beziehungsweise genau, gleichzeitige Amount von Clients. Ich würde hier mal 250 eintragen, dann können wir insgesamt 250 Clients hier beschäftigen und danach wird einfach abgelehnt. Compression lasse ich erstmal raus. In diesem Fall müsst ihr ausprobieren tatsächlich, was bei euch funktioniert. Es gab mal Probleme mit dem OpenVPN-Client auf Windows, wenn man hier gewisse Optionen gesetzt hat. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ehrlich gesagt. Ich lasse einfach hier die Compression auf No Preference und dann sollte eigentlich über das Protokoll ausgehandelt werden, ob man Compression machen kann oder nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob OpenVPN das alles kann. Genau, wenn ihr da irgendwie mehr Informationen habt, dann gerne in die Kommentare. Ich pinne euch auch an, schaut in die Beschreibung rein, da sind auch diese Informationen drin. So. Client-Settings lassen wir so, den ST4-Domain und so weiter, das ist Zeug für ein extra Video, beziehungsweise mehrere, vielleicht sogar auch hier NetBIOS oder Wins. Das, ja, bleibt so und wir gehen hier auf Next. Okay, Traffic from Clients to Server. Jetzt haben wir hier Firewall-Optionen. Traffic from Clients to Server bedeutet so viel wie eben, wenn ich jetzt dahin gehe, dann macht er irgendwas. Und hier können wir sagen, add a rule to permit traffic from clients on the Internet to the OpenVPN Server Process. Das heißt, wir können hier quasi den OpenVPN Server Process erlauben oder wir können eine Regel einführen, dass jeglicher Traffic erlaubt wird in unserer Firewall, wenn er aus dem OpenVPN-Netz kommt. Und das könnt ihr machen, das brauchen wir aber in unserem Setup nicht, weil wir in unserer Firewall aktuell sowieso noch alles auf erlaubt stehen haben. Also, wenn man irgendwas an die OPNsense schickt, ist es der OPNsense völlig egal. Das wird einfach weitergeleitet derzeit. Wir haben die Firewall ja noch gar nicht konfiguriert, also wirklich null. Deswegen in dem Fall macht es keinen Unterschied, beziehungsweise muss auch nicht sein. Deswegen mache ich hier einfach mal ein Next und damit ist unsere Verbindung hier finished. Und damit haben wir einen Server und dieser Server ist auch schon lauffähig. Und wenn wir hier mal ganz kurz rübergehen, sehen wir hier auch nee, sehen wir noch nicht, weil ich natürlich neu laden muss. Sehen wir hier auch, OpenVPN ist schon da. Ja, wir können ihn stoppen, aber er ist auf jeden Fall am Laufen. Jetzt müssen wir hier noch Clients definieren und das ist quasi für meine Clients, damit ich mich als Client verbinden kann. Und hier wird zum Beispiel jeder Administrator, jeder Nutzer, jeder Mitarbeiter in eurer Firma, wie auch immer, die werden da als Clients hinterlegt. Das heißt, ich bin ein Client, wenn ich mich in den VPN einwählen möchte. Und jeder Client sollte im besten Fall seinen eigenen Login haben. Die sollten also lasst mich das nochmal kurz betonen, Clients sollten keine Login-Daten sharen. Niemals. Gar nie. Einfach einen neuen Client anlegen und dann habt ihr, was ihr braucht. Aber niemals kriege ich denselben Client wie ein anderer Server-Administrator oder wie ein anderer Mitarbeiter. Ja? So.
Wir gehen hier einmal auf Add und genau, hier können wir einfach eine Description geben. Das wäre dann, sagen wir einfach mal Morpheus dazu, damit ich mich einloggen kann. Server Mode sagen wir Peer-to-Peer, das ist okay. Protocol UDP, natürlich, weil wir auch beim Server UDP haben. Device Mode ist ein Tunnel. Interface setzen wir auch auf Any. Remote Server gehe ich einmal kurz hier auf unser Dashboard und wir suchen uns die IP-Adresse hier raus. Nee, das ist die falsche, das ist der Gateway. Die hier unten will ich natürlich haben. Die kopiere ich mir einmal kurz und füge die hier als Remote-Server rein. Und wie gesagt, der Standard-Port, den wir ja auch gesetzt haben, ist 11.9.4. So, und das ist quasi mein Setup hier. Erstmal, dann sagen wir hier Proxy brauchen wir nicht. Proxy brauchen wir nicht. Local Port wäre für mich sozusagen, damit ich hier was machen kann. Und jetzt kann ich hier einfach einen Username und Passwort setzen für User Authentication. Den definiere ich jetzt einfach mal. So, und die Renegotiate Time brauchen wir nicht einstellen. Die TLS Authentication ist enabled. Ich wechsle hier allerdings noch kurz auf, also es war standardmäßig auf Authentication Only. Wir machen hier Authentication und Encryption. Genau, und Peer Certificate ist das OpenSense CA. Gut, dann lassen wir hier das Client Certificate erstmal auf None. Passwort und Username braucht man dann zum sich einwählen in den VPN. Aber wir können hier auch noch ein Client-Zertifikat benutzen. Das zeige ich euch allerdings, weiß nicht, ob wir dieses Video noch machen. Wahrscheinlich wird es ein nächstes Video. Und dort dann ein Mehrfaktor quasi mit reinzubringen. Gut, Encryption-Algorithmus sollten wir umstellen auf das, was wir auch beim Server haben. Übrigens, ihr könnt, ich habe hier oben noch ein paar andere Sachen offen, ihr könnt selbstverständlich immer nachgucken, was ihr bei eurem Server eingestellt habt. Ich habe hier noch ein bisschen mit den Settings rumgespielt, weil ich Schwierigkeiten hatte. Bin jetzt da tatsächlich bei AES 128 CBC hängen geblieben. Das hatte dann doch funktioniert. Und hier auf SHA-256. Also ihr solltet, es ist völlig egal, was ihr hier benutzt. Am besten wäre, wenn es bei euch funktioniert, AES 256 GCM und hier gerne SHA-3 512. Das wäre super. Leider hatte ich Schwierigkeiten mit dem Windows OpenVPN Client und der macht leider sehr viele Probleme. Oh, und da oben, das stimmt aber nicht, das hatte ich so hingestellt. Gut, deswegen wundert euch hier nicht, wenn es Probleme gibt, spielt mit den Settings rum. Ich sage das nochmal ganz kurz, wenn ihr hier auf Disabled oder Authentication Only geht, dann wird das wahrscheinlich eher funktionieren, ist aber nicht geil. Wenn ihr hier die Settings für Encryption oder für den Digest verändert und kleiner stellt, also klein bedeutet, SHA-1 ist es eins der kleinsten und je weiter wir runtergehen, desto stärker wird es sozusagen, beziehungsweise nicht unbedingt, aber SHA-3 512 ist so ziemlich das Top-Notch, ja, SHA-256 sollte überall unterstützt werden, SHA-1 sollte absolut überall unterstützt werden, theoretisch. Aber ja, es ist ein bisschen eine Pain mit dem Windows-Client. Probiert es da gerne ein bisschen durch, falls ihr wirklich unter Windows gezwungen seid. Ansonsten unter Linux ist ganz geil. Aber virtuelle Maschinen haben dann wiederum IPv6-Probleme und so weiter. Ihr kennt den ganzen Spaß. Naja, probiert einfach durch. Das sind die Einstellungen, mit denen ich jetzt hängen geblieben bin. AES 128 CBC, wie gesagt, ich würde lieber 256 GCM benutzen und Authentication und Encryption. So, wir wollen hier einmal IPv6, das Tunnelnetzwerk festlegen. Ist genau dasselbe, ja. Also wir können das hier wirklich 1:1 kopieren und wir können auch hier das 1:1 kopieren aus unserem Server raus und ja, lassen das hier alles so wie es ist und klicken hier dann Save und dann haben wir einen Client. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen Client. Cool, und was wir jetzt machen können, ist, wir können den Client exportieren. Dementsprechend gehen wir hier auf Client Export. Ich würde euch grundsätzlich, das haben wir noch nicht. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, hier beim Hostnamen die IP-Adresse einzutragen. Ihr könnt es auch mit der Domain probieren. Also, wenn es funktioniert, probiert auch dadurch, wenn ihr Probleme habt, dann nehmt die Domain oder den Hostnamen auf die IP-Adresse setzen. Und ich würde euch nicht empfehlen, das Ganze auf Archive stehen zu lassen, sondern ich würde euch empfehlen, es auf File Only zu setzen. Der Grund dafür ist, dass der OpenVPN-Client unter Windows mal wieder
leider nur solche Dateien hier importieren kann, und wenn ihr das Ganze mit Zertifikat macht, beziehungsweise mit Schlüssel macht, dann wird es schwierig, dann werdet ihr das nicht hier hinbekommen. Dementsprechend File-Only funktioniert ganz gut. Und jetzt ignoriert bitte den User Morpheus hier unten, das habe ich schon mal angelegt, um es zu testen für die folgenden Videos. Und nehmen wir hier einfach dieses None Exclude Certificate from Export. None bedeutet, wir haben kein Zertifikat, und wir haben ja auch beim Client eingestellt, ich gehe nochmal kurz drauf, dass der Client sich ohne Zertifikat einloggen soll. Nämlich hier oben ohne Zertifikat, dafür braucht er eben Username und Passwort. Passt also perfekt, wir können das ganze Ding hier einfach runterladen, einmal kurz speichern und dann kommen wir zu der Client-Seite. Das heißt, wir haben hier einmal OpenVPN Connect. Ja, das kriegt ihr von überall her. Einfach runterladen, installieren, neueste Version im besten Fall. Nicht irgendwas Altes. Ich zeige euch eben mal die URL. So, hier. Von openvpn.net selbst freigegeben, und dann hier einfach die Version 3 runterladen für Windows 7, 8, 8.1 und 10. Windows 7 und 8 solltet ihr übrigens gar nicht mehr benutzen. Die kriegen keine Updates mehr. Also nutzt bitte Windows 10 oder sowas. Für Windows 11, nicht so direkt verfügbar. Ja, wie gesagt, der Client ist nicht so geil. Aber für Linux habt ihr hier wunderbare Optionen über die Kommandozeile. OpenVPN ist eigentlich unter fast jedem Linux-System vorinstalliert, und ihr könnt einfach den Client in der Command-Line bzw. im Terminal benutzen. Ist eigentlich ziemlich intuitiv. Ansonsten gibt es immer eine Help-File. Also ich glaube, das ist kein so großes Problem. So sieht der Client aus. Wir wollen hier nicht auf eine URL gehen, sondern wir wollen hier direkt auf eine File. Und wir wechseln einmal hier kurz da rein und ziehen uns die Datei hier rein. Hier müssen wir uns kurz einloggen mit dem User und dem Passwort. Das machen wir gleich. Beziehungsweise ihr könnt auch hier das Safe-Passwort anwählen. Wenn ihr dann hier auf Continue geht, beziehungsweise auf Verbinden geht, dann kriegt ihr hier ein Missing External Certificate. Ihr könnt jetzt hier auf Continue gehen, und trotzdem sollte sich OpenVPN mit dem Ganzen verbinden. Wie gesagt, ich habe unter Windows immer noch Probleme mit OpenVPN Connect. Falls jemand da eine Lösung für hat, wir wissen es tatsächlich nicht, wie es funktioniert. Unter Linux ist das Ganze mit dem Verbinden überhaupt kein Problem, aber unter Windows ist es halt quasi gar nicht möglich. Ja. Dementsprechend würde ich euch hier zum Verbinden tatsächlich Linux empfehlen, was ein bisschen sad ist. Ihr könnt aber auch zum Debuggen einmal kurz ins Log reingucken. Das heißt, wir sehen hier einmal, hey, das ist ein TLS-Error, das heißt, irgendwas mit TLS funktioniert nicht ganz. So, wenn man das jetzt debuggen möchte, TLS ist die Verschlüsselungssache. Okay, TLS Crypt Unwrapping failed. Okay, cool. Was ist passiert? Naja, hier bei dem hier ist wahrscheinlich irgendwas mit Encryption, also TLS Crypt ist für die Encryption zuständig. Also irgendwas mit der Verschlüsselung ist nicht richtig gewesen. Stellen wir hier mal auf Authentication Only und speichern beide. Save und das ist ein bisschen mehr. Save. So, und jetzt können wir das Ganze wieder machen. So, neue Datei runtergeladen, neu eingewählt, alles neu gemacht. Und jetzt sehen wir hier Connection Resetting, Fatal, TLS Error, Restarting, TLS Incoming Packet Authentication failed. Ja, die Authentication ist auch nicht in Ordnung. Der HMAC, also die Sache, die quasi überprüft, ob die Pakete gut sind, die hat jetzt auch ein Fail drin. So, das bedeutet, wir haben hier einmal das Problem, dass die Authentication offensichtlich auch nicht funktioniert, also machen wir hier auf Disabled, was man eigentlich technisch gesehen nicht machen sollte. Wie gesagt, leider habe ich echt Stress mit dem OpenVPN-Client, und wenn es bei euch funktioniert, bitte sagt mir Bescheid, was ihr genau getan habt. Wie gesagt, unter Linux hatten wir überhaupt keine Probleme. So, alles umgestellt auf ohne Authentication, also alles mit Disabled, und dann kriegen wir hier einen TLS Handshake Failed. Also es ist ein bisschen schwierig. Wenn ihr unter Linux seid, könnt ihr das quasi ignorieren. Wenn ihr unter Windows seid, dann viel Erfolg beim Suchen des Fehlers. Wir sind ein bisschen dran gescheitert. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, das Ganze hier über ein VPN zu machen, und ansonsten wechselt man halt einfach auf eine Linux-Maschine zum Administrieren. Gut, das war's von meiner Seite für diesen Problempunkt hier. Ich werde natürlich das Kommentar, das dieses ganze Ding hier repariert, werde ich pinnen, selbstverständlich. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.